Weißt du, von unten 5-mal ins Auge schießen, das reicht nicht aus. Aber hier... Okay, ich denke aber trotzdem bloß noch, dass, immer noch, dass das ein irgendein Ablenkungsmanöver war. Phone number and restaurant table. Ja, das ist jetzt nicht Neues. Das wird ja, denke ich mal, der Club gewesen sein, wo wir Cohen getroffen haben. Okay, da mal nichts. Also auch wenn das unwahrscheinlich ist, dass irgendwas bei den Armen oder so ist. Den kennen wir auch, glaube ich, nicht. Sonst hätte er irgendwas gesagt. Okay. Kann das nicht mal sein, dass wir immer noch nicht fertig sind? Ja gut, das sind jetzt nur leere Magazine, denke ich mal. Von der, ich glaube, eine Thompson hat er gehabt, ne? Advice? Might as well take a look at the rifle. Could be traceable. Okay. It's one of the BARs. Gut war es halt keine Thompson. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Felix, the morphine is turning up everywhere. People are dying. You got something you want to tell me? I'm a bus driver. Do I look like I run a dope racket? Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Felix, we didn't go through Okinawa to come back to this on our streets. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Ich weiß nicht. Pretty cool Vielleicht customer. hab ich dann He's eine been under fire before. Ja, ja. You buying a story? Not for a minute. Vielleicht habe ich da auch noch recht rege Fantasie oder so. Warte mal. Wir müssen anrufen, sehe ich gerade. Aber was ist, wenn die Leute das Zeug vom Schiff geschafft haben und alle, die auf dem Schiff sind, naja, sollen beseitigt werden, weil das halt die Leute sind, die irgendwie quatschen könnten oder bestätigen könnten, dass das auf dem Schiff war, jetzt abgesehen mal von den Papieren. Ne? Sondern dass da wirklich jeder von ausradiert werden soll. Phelps, Badge 1247. Richtig? Gut gemerkt? How could I help, Detective? Keine Ahnung. I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks. Kommt mir bekannt vor. Aber das Problem ist halt wirklich der Monat Pause nicht zwischendurch. Ich glaube, Kelso, war der nicht bei unseren, und ich muss ehrlich sagen, da habe ich nicht so immer genau aufgepasst, bei den Rückblenden in den Krieg, war der nicht auch mit dabei gewesen? Oder war der nicht sogar hauptsächlich dabei gewesen? Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, muss ich sagen. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer.
krass wäre zum Beispiel auch, weil das halt alle Leute von unserer alten Einheit sind oder die wir irgendwie kennen, so, ne? Von damals, dass die halt involviert sind. Was ist, wenn das ein persönliches Rache-Ding ist, was uns als Person schaden soll? So. Kann auch sein. Als riesen Racheplan irgendwie. Oder um uns zu schaden zumindest. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Then you didn't know that some mobsters blew his brains out last night. No, I didn't. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. You wouldn't know why Eddie McGoldrick had 3 of them. The goddamn fool. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm gonna be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Mich wundert es ehrlich gesagt, dass wir 3 von 4 richtig hatten, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt irgendwas aus dem rauskriegen. Aber warum die Schießerei? Also es ist halt wirklich, als ob unsere alte Einheit ausgelöscht werden soll, ne? That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Ja, das glaube ich ihm sogar. Also ich steige da noch nicht so ganz durch. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Ich habe, wie gesagt, ein paar Theorien. Aber halt noch eine Standfeste ist. Aber das mag ich eigentlich so jetzt, beim letzten Fall, denke ich mal, der Sitte am meisten irgendwie. Was wäre, wenn, was könnte passieren oder was ist das große Ganze so, ne? Was ich halt beim Mordrate relativ häufig hatte.
They just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. Okay, Roy, hol die Bombe raus, mach dich bereit. Jawohl, sehr schön. Gib's ihm von weit. Komm, du hast so lang. Mach das. Get in close and steer him off the tar. I'll try for the tires. Keep your foot down. Hit him. Clear this asshole off the road. Let's see how fast he runs on bare rims. Komm schon. Ah, Gott sei Dank kann man die umfahren. Ja, ungünstig. Alter, was war das denn? Hat der gerade eine Telefonzelle weggerammt, oder? Ach schön, endlich mal frei hier. Ich dachte, der springt da drüber. Step on it, huh? Just get me a little closer. Moment. Okay, jetzt aussteigen wäre, glaube ich, fatal, aber ich komme da gerade. Alter, Roy einfach der kälteste Mistsack, den man kennt, ne? Warte, haben wir gleich. So, ich dachte, jetzt passiert noch was. Oh, da ist eine Zeitung. Aber wisst ihr, was ich mich schon die ganze Zeit frage, seitdem wir ihn das erste Mal gesehen haben, mir kommt das Gesicht halt übelst bekannt vor. Aus irgendeinem Film. Skandal im LAPD könnte bis ganz oben. Vielleicht ist das auch eigentlich die letzte Zeitung, die wir davon finden müssten. Ich weiß, ich habe sowieso den Verdacht, dass ich schon ein paar übersehen habe, dass dann so ein bisschen der Gesamtkontext fehlt, aber naja. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term? My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all served. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Boah, die Sau. Weißt du, gerade wo er mir doch ein bisschen sympathisch wurde. Ich meine, das ist jetzt ja eine Zeitung. Was mir aber gerade eingefallen, oder also aufgefallen ist, die Zeitung konnten wir ja schon wesentlich früher finden, ne? Und dass das da schon so ein bisschen gesponnen wurde, die Geschichte mit dem Morphin, bis zu dem Zeitpunkt jetzt. Ne? Also, dass man, ist ja Optionalgeschichte, aber dass man da ein besseres Verständnis für kriegt und schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet wird, das finde ich krass. Aber können wir ihn jetzt auch was... Oh, ich latsche. Okay, ich kann hier nicht gucken. Weiß nicht, vielleicht wäre es auch besser gewesen für die große Story, dass man das jetzt nicht erfahren hätte aus der Zeitung. Was? Aber vielleicht ist der Zeitung egal.
Weil eigentlich müsste damit jetzt die Sache mit der Zeitung gegessen sein, ne? Also dann haben wir, naja, die Hälfte gefunden. Bringt das jetzt auch nicht viel. Aber ich habe dem halt nicht so viel beibemessen. Kann man das so sagen? Ist das die Todesliste? An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Okay, da steht Kelso. Sind wir irgendwo? Driscoll. Beckett, Higgins, Connelly. Wir sind, glaube ich, nicht dabei, ne? Da ist Felix. Nee. Auf der anderen Seite auch nicht. Okay. Na gut, die Sache ist, den Verräter kennen wir schon. Okay, ihn kann ich anscheinend nicht untersuchen. Es ist... Nein, Mann, ich wollte schnell laufen. Es ist halt komisch... Ne, da ist unsere Karre. Aber jetzt ist es halt komisch, mit ihm rumzufahren. Und wenn... Also... Dann wäre es halt doch geiler gewesen, das nicht aus der Zeitung zu erfahren, sondern wirklich erst am Ende. Taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Oh, warte mal, was ist... Was ist, wenn Roy die wissen nicht, wer das hat. Und es soll irgendjemand vom Schiff gewesen sein. God Christ! Ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber der Dings hat ja gefragt gehabt, so was möchten Sie dafür, dass Sie Ihren Kollegen verraten? Der wollte uns ja unbedingt haben, ne? Wahrscheinlich dann eher als Opfer irgendwie, damit er so als Verteiler für die Scheiße... Getting close and steer him off the tar. Nee, dass Roy so gesehen der Kopf hinter allem ist und der Verteiler von dem Scheißzeug ist, ne? Dass er alles hat und sich die Taschen voll macht. Hit him! Clear this asshole off the road. It's no good. We need to get closer. Alter, noch näher geht nicht, weil dann, wenn der irgendwo hin abschlingert, weil der fährt richtig scheiße, kriegt das nicht rechtzeitig mit. Na, nur schieße. Hit him, Cole. Spin him out. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Na, geht doch. LAPD, put your hands in the air. Wow. Ich wollte gerade sagen, das mit Roy lässt mir aber trotzdem ist keine Ruhe, ne? Warte. Obwohl das Problem ja zum Beispiel ist, was bei meiner Theorie noch nicht so stimmt, weil so wie er es gesagt hat, könnte man ja auch davon Alter, steig doch mal ein hier. Willst du mich verarschen, Mann? Könnte man halt auch davon ausgehen, dass er das Angebot da erst gemacht hat. Also den Obersten da irgendwie. Nachdem er das gesehen hat, dass wir uns mit der Tante da getroffen haben. Obwohl, das muss auch nicht unbedingt sein, denn ganz am Anfang, wo wir am Mordrate angefangen haben, wurden wir ja ständig, oder nachdem wir Roy das erste Mal gesehen hatten, in den Club gebracht von ihm. Von wegen, ja, wir können aber was trinken und so.
Und er halt darauf gesetzt hat, dass Milady halt eingeweiht war von ihm. Und Milady uns dann schöne Augen zu machen sollte. Natürlich gegen Cash. Damit er dann halt so einen Sündenbock hat dafür. Also, dass das von langer Hand geplant ist. Wenn das sich so herausstellt, würde ich es gar nicht mal so schlecht finden, wenn ich das doch im Vorfeld mehr oder weniger erraten habe. Aber weil, was da halt gut wäre, man hat also, halt dieses Verbrechen, die von langer Hand geplant sind, das ist ja so eine Geschichte, die ja voll meins ist. Die so ein bisschen, die viele Verstrickungen zu haben, wo man nicht gleich hinterkommt. Nein, jetzt brauchst du hier auch nicht mehr hinhocken, Mann. Okay, das war gelogen, jetzt ziehen sich zurück. Ja, andere Seite. Oh, der ist weg. Wo ist denn der andere? Ach, der tut nicht weh. Warte. Alter, nimm den Arm, Alter. Ja, ich sag Courtney, dass du sie liebst. Nein, nicht den. Pech, es war ein Versuch wert, ja. Aber, Alter, die andere Hand, Mann. Ich kann die Hand nicht nehmen. Ich kann die scheiß Hand nicht nehmen. Nein, Alter, nicht. Ich kann auch nicht in seinen... Ja, toll. Jetzt kann ich's nehmen. Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Komisch, dass gerade du das fragst. Okay, ich kann aber auch das Ding nicht aufmachen irgendwie. Dann muss ich jetzt die anderen gleich noch untersuchen. Also hier nicht. Lagen hier hinten nicht noch welche rum? Ansonsten muss ich Roy fragen, auch wenn ich es nicht wirklich will. Oder sollte der scheiß Zeitungsartikel mich jetzt auf irgendeine falsche Spur führen? Roy, ich bin hier schon. Ist alles okay, du musst nicht. Okay. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Vielleicht sollten wir heute Abend da mal auch einen Besuch abstatten, ne? Okay, ich frage mal vor jetzt aber Ray, bevor wir jetzt hier den Tatort verlassen. Juicy, Beckett. Okay, vielleicht doch nicht. Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Kohle. Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Was sollten wir denn beim Hollywood-Revier? Ich meine, da waren wir jetzt zwischendurch schon. Keine Ahnung. Wir fahren mal zum Treffpunkt. Ist ja schon reichlich spät. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Ja.
Aber dann alle aus... Naja. Vielleicht hatten die alle einen Deal mit dem oder so. All right, let's kill these rat bastards. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn Roy gekillt wird, dann hat sich das mit meiner Theorie. Problem ist bloß, ich sehe die halt gar nicht so richtig. On the roof, Cole, nail him! Keep moving, I'll cover you! Hä? Ich sehe hier keinen. Der müsste hinter der Ecke sein. Aber kommt der jetzt raus oder nicht? Ich hab ein bisschen Angst, weil der hat eine fette Bombe. Find some cover. Na super. Warte. Give me some goddamn cover! Warte, verpiss dich, Mann. Roy. Ich dachte, der wollte sich jetzt verpissen. Warum? They're making a run for it after them! Warte, da klettert einer hoch. Gerade noch so erwischt. Erstmal Royce hat trotzdem gucken. Ah. Nicht nachladen, nicht Ewigkeiten nachladen. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APL to car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Hätte ich mal die Scheißzeit, aber ich voll. Obwohl, ne, wie gesagt, ihr wisst ja, ich mag ja eigentlich die Geschichte mit dem Rumspekulieren. Aber es ist halt kacke, weil er mir doch Schnauze. Doch ein bisschen sympathischer geworden ist am Ende hin. Aber sie will ja explizit uns sprechen. Aber wenn Roy das eingefädelt hat, dann erklärst du, warum er auch unten ist und davon wusste. Also auf jeden Fall erklärst du, würde das erklären. Kann es natürlich auch so rausgefunden haben, aber dennoch. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. Okay, aber welches Untersuchungszimmer? You're in interview too, Phelps. Okay. There's a quack in there with him. Ist da drüben. Wo ist jetzt Interview 2? Bist du Interview 2? Nee, das... Sheldon. Is this your attorney? No, Detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're training to be a doctor, Courtney. How do you justify all of these deaths? You're supposed to want to save people. Before you get on your high horse, I saved my fair share in Peleliu and Okinawa. My conscience is clear. How do you sleep at night? You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved.
So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Ganz ehrlich, weiß ich selber nicht. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass das wieder so ein Ding wird, wo ich halt wirklich theoretisch so gesehen alles richtig machen muss. Vielleicht komme ich zur Befragung dann nochmal irgendwie her und kann dann erst irgendwie was beweisen, weil die Madame mir irgendwas sagt. Boah. Raub von Verrätern der US-Armee an der SS-Kurdischen Dock von San Pedro. Fracht. Passagierliste. Er hat das aber schon gesagt, dass es da war. Stare all you want. I have nothing to hide. Eintrag über den geplanten Treffen. Ne, Korruption ist ja Dings. Korruption. Ach, scheiße. Es ist halt alles. Es ist halt alles auf Scheiße, es ist Courtney. Irgendwie. Ach. Fuck. Nee. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? How do you think this is gonna play out, Courtney? It's either gonna be you or Jack. What's this got to do with Jack? Jack would never be involved in anything like this. But you would. He has already denied any wrongdoing. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning.
can't stand it, Cole.